Reden wir über den 6. Harry Potter Teil, der da wäre Harry Potter und der Halbblutprinz. In seinem 6. Jahr in Hogwarts erhält Harry Potter im Kurs für Zaubertränke bei dem wiederkehrenden Professor Slughorn ein fortgeschrittenen Buch mit Vorbesitzer. Dieser nennt sich schlichtweg der Halbblutprinz und durch seine Notizen scheint einiges sehr viel einfacher zu sein. Während Ron und Hermine weiterreifen und den Pfad der Liebe ergründen, ist es Albus Dumbledore, der Harry um etwas sehr Dringendes bittet. Eine Erinnerung muss er jemandem entlocken, ohne die der Kampf gegen Voldemort nur seinem Schicksal überlassen werden könnte. Und so liegt es einmal mehr an Harry, die Dunkelheit zu ergründen und dabei eine ungeheuerliche Entdeckung zu machen, die sehr hohe Risiken birgt. Harry Potter und der Halbblutprinz geht 152 Minuten, ist ab 12 Jahren freigegeben und startete einst ab dem 16. Juli 2009 in den deutschen Kinos, ist Buchverfilmung und Mix aus Fantasy- und Abenteuerfilmen und ein Teil, der recht düster ist, mit einem Harry Potter, der immer erwachsener wird, mit einer Hermine und einem Ron, die sich so ein bisschen abseits bewegen und eher eben das emotionale Leben ergründen. Ein Film, dessen Tribute sicherlich nicht gerade gering ist, um die Figur Snape immer mehr mysteriös. Es entsteht ein Film, an dessen Ende man durchaus sauer sein kann. Ein Film, nach dessen Ende ich aber auch Lust habe, mehr zu sehen. Er ist eine konsequente Forterzählung von David Yates Wieder inszeniert und ein Streifen, dessen Effekte, besonders was das Denkarium angeht, richtig gut aussehen. Aber dazu beim Fazit dann natürlich, aber nicht beim Fazit, immer mal wieder zwischendrin ein paar Worte. Fangen wir als erstes mit dem Cast an. Daniel Radcliffe als Harry Potter wirkt hier für mich deutlich erwachsener. Manchmal ist er vielleicht in ein oder anderen Momenten, vor allem wenn es um Aragog geht, etwas zu albern im Anbetracht der Ernsthaftigkeit der Geschichte, die ringsherum passiert. Ansonsten finde ich, dass er dafür, dass diese übergeordnete Handlung rund um Voldemort und auch letztendlich die Herkunft Tom Riddle, auch wenn ich immer wieder höre, gerade wenn man sich das Buch anschaut, hätte man mehr noch davon erzählen können in einer Verfilmung. Letztendlich derjenige ist, der diese Handlung trägt. Er selber sagt über sich im Nachhinein, dass das für ihn die schwächste Performance in allen Harry Potter Filmen war und dass er zeitgleich auch durchaus Alkoholprobleme hatte. Es soll wohl Szenen geben, in denen er alkoholisiert war innerhalb dieses Teils. Ich kann mich mit seiner Performance aber anfreunden. Eine Emma Watson und Rupert Grint als Hermine und Ron sind hier eben Teil dieser Welt, die sich mit den Gefühlen beschäftigt. Und vielleicht auch erwähne ich den Alltag der Schüler, die erwachsener werden in Hogwarts und eben auch damit andere Probleme, andere Prioritäten teilweise im Leben haben, verkörpern, sodass wir diesen Blick dahingehend nicht verlieren. Eine Welt, die immer düster wird, die immer sich mehr auch von Hogwarts distanzieren wird, die immer bedrohlicher wird ringsherum. Emma Watson selbst hatte überlegt, es war so dieser Zeitraum, aus diesem Franchise auszusteigen, hat aber die Vor- und Nachteile abgewogen und gesagt, sie könnte es wahrscheinlich nicht ertragen, jemand anderes die Hermine spielen zu sehen. Deswegen ist sie hier also noch nach wie vor dabei. Beide Figuren nehmen eher für mich so ein bisschen mehr am Rand, als ich es persönlich gern gesehen hätte. Ein Michael Gambon als Professor Albus Dumbledore, diese ruhige und mächtige Art, die ist eine, die mir immer wieder imponiert bei dieser Darstellung durch diesen Schauspieler. Gleichzeitig aber ist es auch eine Figur, die hier in den Vordergrund gerät, auf eine Art und Weise, wo ich mir immer wieder wünschte, es wäre nicht so. Wer Teil 6 kennt und liebt, weiß ganz genau, wovon ich rede an dieser Stelle. Ich finde diese Performance wirklich, wirklich gut und auch in seinen Höhen, Tiefen, Schwächen und auch Kraft zusammensammeln, um sich zu wehren. Dann wieder auch mit seiner diplomatischen Art zu reden und den Charakter anderer zu ergründen. Ein richtig toller Mix. Jim Broadbent spielt hier Professor Slughorn, eine, ich sag mal, episodenhafte Hauptfigur, wie beispielsweise eine Umbridge oder Mad-Eye Moody oder immer wieder neue Professoren, die auftauchen, die nicht aus dem Nichts kommen, aber einen besonderen Fokus erhalten in den einzelnen Filmen. Dieses Mal ist es Jim Broadbent, der diese Figur bekommt und der irgendwie auch Angst hat, mit seiner Vergangenheit teilweise konfrontiert zu werden und dahingehend wirklich eine spannende Figur ist und letztendlich sein Unterricht und seine Vergangenheit die ganzen Rahmen bildet von Harry Potter und der Halbblutprinz. Ein Alan Rickman als Snape mit seiner manchmal fast schon androgynen Art aufzutreten, mit seinem so gezielten Sprechen, mit seinen Blicken beobachten und man nicht so richtig wissen, wo man ihn verorten soll, bekommt mehr Geschichte, aber auf einen solchen Grad wandernd, dass man durchaus sauer sein kann am Ende von Harry Potter und der Halbblutprinz, aber wie er es spielt, bleibt wirklich ganz, ganz elegant und auch die Weasleys, die auf der einen Seite sehr dramatische Erlebnisse erfahren und damit uns eingeordnet wird, was vielleicht allen drohen kann durch die aktuellen Ereignisse, aber trotzdem auch mit einer gewissen Lockerheit, wenn
die gesamte Winkelgasse schon leer gefegt und verwaist ist, es immer dort noch etwas Hoffnung, Spiel und Spaß und Unterhaltung gibt, sind super, super wichtig, um hier noch so ein bisschen freundschaftlichen Nährboden darzubieten in Harry Potter und der Halbblutprinz. Viele andere Figuren geraten da so ein bisschen ansonsten noch in den Hintergrund, auch ein Hagrid, nicht mehr so viel dabei. Man sollte noch erwähnen, dass Maggie Smith als McGonagall die Dreharbeiten komplett unter Chemotherapie aufgrund von Brustkrebs gemacht hat, aber sie vor allem den Kindern nicht zumuten wollte, dass man hier nicht diese Kontinuität drin hat und das vielleicht noch so als Fakt, den man am Rand erwähnt. Es ist technisch ansonsten ein Film, was die Kameraarbeit angeht und allem anderen, der auch wieder sehr wertig ist. 250 Millionen Dollar Budget hat die Produktion vom 6. Teil verschlungen, 932 Millionen der Film weltweit eingespielt. Der Look ist wieder wertig, er ist düster. Laut Regisseur David Yates sind die Farben und die Lichtsetzung sehr an Rembrandt angelehnt im 6. Teil. Die Szenenbild wechselt durch Hogwarts, was wieder sehr detailverliebt ist, in die verwaiste Winkelgasse, wo man auch einfach sieht, was für düstere Zeiten. Das schaut sich auch nochmal krass an, wenn man sowieso so Zeiten wie wir gerade in der Gesellschaft weltweit erleben und teilweise wir auch so verwaiste Städte eine Zeit lang erleben konnten. Und man das dann sieht, gibt es fast nochmal so eine sehr interessant ironische Doppelung an dieser Stelle. Ansonsten sind es Erinnerungen und Verstecke, die das Szenenbild abrunden. Ist die Musik Wieder, wie auch im 5. Teil von Nicholas Hooper, der seine Themen oder die bekannten Themen neu entwickelt, neu interpretiert, macht er auch mit dem großen Hedwigs-Theme beispielsweise. Kostüm und Make-up ist so ein bisschen das Gewohnte, wie der Alltagskleidung integrieren, aber auch was Anzüge zum Beispiel bei Draco Malfoy angeht, immer erwachsener werden. Draco natürlich auch eine sehr spannende Figur an dieser Stelle, die erwachsen wird, die auch in emotionale Bedränglichkeit gerät, um das vielleicht nochmal zu ergänzen, was die schauspielerischen Leistungen angeht, die alle eben bei diesem nicht nur namhaften Cast, sondern immer, je länger dieses Franchise geht, auch immer eine größere Tragweite in ihren Entscheidungen, Entwicklungen, in ihren Blicken und ihren Momenten haben. Sehe ich das ehrlich gesagt ziemlich gerne und kann es auch immer wieder sehen. Und auch hier muss ich ganz ehrlich beim 6. Teil sagen, wenn sich dann langsam in mir anbahnt gegen Ende, was mich erwarten wird, dann ist das sehr, sehr aufwühlend. Und dann will ich manchmal fast nicht weiter gucken, muss ich ganz ehrlich gestehen an dieser Stelle. Sind die Effekte was mir besonders gut gefällt, in der, wie ich sie liebevoll nenne, Gedankenschüssel oder richtigerweise Denkarium. Wenn man in die Welt der Erinnerungen hineingeht, dann ist das wirklich ganz toll animiert, was für einen Look man da kreiert, wie man diese Übergänge schafft, muss ich sagen, gefällt mir an dieser Stelle gut, bis hin zum kleinen Drachen, den Harry Potter schon mal in groß begegnet ist, wenn es darum geht, Bohnen oder Nüsse zu rösten. Gibt es so von kleinen Effekten bis hin zu großen, alles aus meiner Sicht persönlich sehr, sehr stimmig. Sage ich am Ende, der Film, der ist erwachsener oder wird konsequent erwachsener, wie auch die anderen Teile, wieder auf einem sehr hohen Niveau. Das Ende habe ich ehrlich gesagt beim ersten Mal nie so kommen sehen, wo sich das hinentwickelt. Habe aber auch die zugrunde liegenden Bücher tatsächlich nicht gelesen. Da kann man jetzt über mich meckern oder die Hörbücher gehört, aber ich will wissen, muss natürlich ehrlich sein an dieser Stelle. Ich will nach dem Film natürlich unbedingt weitersehen und wissen, wie es weitergeht. Und die Effekte haben sich nochmal nach vorne entwickelt und gerade die Entwicklung um Snape finde ich spannend. Manchmal ist der Film ein Ticken zu witzig für die Ernsthaftigkeit, die erzählt wird. Und dieses Herauslösen von Ron und Hermine fühlt sich an, als wären sie nicht so ganz Teil der eigentlichen Handlung, was ich persönlich schade finde. Für Fans natürlich ein Muss und auch seine Wertigkeit spricht für sich. Ich gebe ihm gerne 8,5 von 10 möglichen Punkten als Fantasy-Abenteuerfilm und 8 von 10 möglichen Punkten insgesamt. Und dann werden wir bald noch weitermachen mit dem 7. Teil oder 7.1 und an dieser Stelle bin ich raus. Ich bedanke mich fürs Reinschalten rund um die Kritik zu Harry Potter und der Halbblutprinz und wünsche euch ganz viel Spaß beim Filmeschauen.